Einen schönen guten Morgen wünscht euch euer Pastor Klaus, und ich möchte gern mit euch wieder ein Wort betrachten, und dieses Mal aus Lukas 14, Vers 17. Es geht immer noch um das große Abendmahl. Da heißt es dann von Jahwe: Und er sandte seine Knechte aus zur Stunde des Abendmahls, zu sagen den Geladenen: Kommt, denn es ist alles bereit. Kommt, denn es ist alles bereit. Ist uns bewusst, was dies bedeutet? Du kannst mit leeren Händen kommen. Gott erwartet von dir nichts außer Treue. Jeschua ruft uns also auf, zu ihm zu kommen. Und ich muss dich fragen, ist das Kommen denn so schwer? Wir wollen heute noch einmal den Vers 17 genauer betrachten. Es heißt dort: Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Abendmahls, um den Geladenen zu sagen: Kommt, denn schon ist alles bereit. Wenn Gott sagt alles, dann bedeutet es nicht, noch irgendeine Kleinigkeit hinzutun zu müssen, damit die Sache perfekt ist. Denn wenn Gott sagt, es ist alles bereit, dann ist alles perfekt. Was können wir aus diesem Vers schließen, wenn der Gastgeber den Geladenen sagt: Kommt? Denn was war das, die zweite Einladung? Denn sie werden ja schon als Geladene bezeichnet. Es gab demnach eine Vorankündigung. In der zum ersten Mal eingeladen wurde, und dort stand der Zeitpunkt des Kommens noch nicht genau fest. Wie haben die Geladenen denn auf diese Verkündigung reagiert? Nun, offenbar hat keiner die Einladung abgelehnt. Doch jetzt wurde es konkret. Und da sah es leider so aus, als der Mensch ist von Gott von Geburt an eingeladen zum Himmelreich. Und viele würden diesen allgemeine Einladung auch nicht ausschlagen. Da sagt sich der Mensch: Man weiß ja nie. Wenn ich alt geworden bin, dann werde ich mir wohl schon noch Gedanken um die Ewigkeit machen. Doch ganz plötzlich ergeht der konkrete Ruf Jeschuas durch einen seiner Boten: Komm, jetzt ist alles bereit. Dieser Ruf rührt einen an. Man merkt, jetzt soll ich kommen, nicht irgendwann. Entweder komme ich oder ich komme nicht. Aber nun möchte ich nicht jetzt kommen. Man glaubt noch so viel zu verpassen. Könnte es nicht doch noch etwas später sein, lieber Gott? Wozu? Damit du endgültig verschmutzt bist und er wieder nur Arbeit hat? Ziehst du die Genüsse dieser Welt vor?
oder die Genüsse des Himmels? Wenn das auch deine Überlegungen sind, dann lass dir das ewige Erbarmen Gottes, das dich jetzt ruft, vor Augen stellen. Es ist das ewige Erbarmen, das alles Denken übersteigt. Es sind die offenen Liebesarme des, der sich zu dem Sünder neigt, dem allzumal das Herz bricht. Wir kommen oder kommen nicht. Wir wollen nicht verloren gehen. Gott will uns geholfen. Deswegen kam sein Sohn auf Erden und nahm hernach den Himmel ein. Deswegen klopft er für und für so stark an unsere Herzenstür. Hörst du das Klopfen des Allmächtigen? Was willst du heute? Kannst du heute Ja sagen, wenn er dich jetzt rufen würde? Oder kämen da noch so viele Ausreden? Unser Theologieprofessor hatte mir geantwortet auf eine Frage, die lautet: Was soll ich tun? In diesem Ort entsteht ein Hauskreis, aber ich bin befristet in diesem Ort. Und wenn ich weg bin, ist wohl keiner da, der diesen Hauskreis leitet. Und da sagte der Professor Dr. Wittenberg zu mir: Lieber Klaus, arbeite in diesem Ort so lang und so fest, als wenn du nie weggehen würdest. Arbeite so treu und fest, als wenn du sofort weggehen würdest. Ich habe lang über diesen Satz nachdenken müssen. Wir sollen nicht auf die Zeit schauen, die wir irgendwo sind, sondern diese Zeit, die uns Gott irgendwo gibt, treu ausfüllen. So arbeiten, als wenn wir nie weggehen würden und die Gemeinschaft dieser Geschwister auf ewig haben würden. Aber auch so arbeiten, als wenn du morgen gehen müsstest. Das heißt, die Geschwister in der Freiheit erziehen, in der Freiheit lehren, dass sie das Wort verstehen, ohne dass du dabei bist. Das heißt, wir sollen sein wie ein Schatten, der über diese Welt geht. Und wenn die Sonne aufhört zu scheinen, ist unsere Zeit vorbei. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag. Jeschua sei mit dir. Amen.